Da wären wir wieder, Leute. Es läuft dann wieder eine Abstimmung. Und diesmal ist es eigentlich keine, wo man wirklich, glaube ich, eine sehr schwere Entscheidung fällt. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir das Ass-Froster-Schiff gleich mit zerstören und somit dem Gegner quasi am meisten Ressourcen nehmen. Und nun habe ich meine Übungsschlacht hier nochmal wiederholt. Da kann man wirklich gut Items farmen, auch wenn man das möchte. Und habe mich natürlich auch direkt mal mit Ölkrügen wieder eingedeckt. Das ist also alles schon erledigt und jetzt würde ich sagen, machen wir noch ein paar Waffenveredelungen. Archibald ist als nächstes dran. Ehe wir dann mit der Abstimmung natürlich weitermachen. Hat er hier, ich dachte es mir schon, ja. Oh, und das hier ist auch ganz cool. Also Archi hat ja auch sehr coole Sachen. Ja, mit der Bewegung, ich weiß nicht. Jetzt auf der letzten Karte zum Beispiel konnten wir den ja wirklich sehr gut nutzen. Auch ohne, dass er sich viel bewegen konnte. Ich bin sogar fast dafür, dass man erstmal seinen Schaden noch ein bisschen boostet. Weiß nicht. Andererseits, ja, von Bewegung profitiert man halt oft genug. Ne? Ist immer ein bisschen schwierig, zwischen Schaden und solchen Dingen abzuwägen. Ich bin fast für... Ja, bin ich für... Die Qual der Wahl, nicht wahr? Die Qual der Wahl. Er ist schrecklich. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen genauso geht. Nein, wir nehmen, glaube ich, doch die Bewegung. Ich weiß nicht. Dann kann man halt Archibald auf mehr Maps auch sinnvoll nutzen. Ich glaube, das ist schon insgesamt besser, ganz im Ernst. Ja, komm. So, dann kannst du auch eine Waffenverbesserung noch bekommen. Geld wird langsam wieder knapp. Was haben wir denn da Schönes? Ah, Sturmritus hat sie ja doch gar nicht, ne? Das ist wohl auch was sie später erst lernt. Okay, interessant. Das heißt, man kann auch einen Sturm erzeugen, ha? Was auch immer das dann macht mit dem Wetter, bin ich auch mal gespannt. Okay, dann können wir immer noch ein paar Sachen machen, wenn wir das wollen. Ah, ja, genau. Hier die Reichweite von Falkenschutz, das ist Pflicht, denke ich. Machen wir auf jeden Fall. Ist eine gute Sache. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon so gut wie durch, oder? Was hat man hier nochmal? Achso, das Glück bei vollen LP. Ja, das ist so total relativ, ne? Schwachsinnsattribut hier. So. Ja, ich glaube, das ist auch so relativ. Ganz im Ernst. Der Effektbonus, ich weiß nicht, wie hoch er ausfällt. Das steht leider mal nie dabei. Für Bosse wäre es vielleicht ganz interessant, weil da ist sein Aim schlecht, aber ansonsten ist sein Aim sowieso schon ziemlich gut damit. Also insofern passt das schon, ne? Alles gut. Hatten wir jetzt eigentlich noch... Nee, Auszeichnung, genau, hatten wir schon alles durch, genau. Da können wir derzeit nichts machen, dann geht es zurück. Hatten wir es schon mit allen Leuten gesprochen? Ich glaube schon, ne? Also wir waren da schon sorgfältig, genau. Wunderbar, dann ab geht's zur Abstimmung, würde ich mal sagen. Wir wollen zurück, genau. Alles klar, Leute. Dann haben wir natürlich wieder Informationen gesammelt. Die gehen wir nochmal ganz kurz durch. Der Elfric-Kristall. Der Elfric ist ein magischer Kristall mit unglaublicher Zerstörungskraft, die allerdings aktuell noch nicht vollständig kontrolliert werden kann, da er sich im Versuchsstadium befindet. Unbedacht eingesetzt, könnte er unzählige Opfer fordern. Bürger der Königsstadt. Bürger aus der Königsstadt haben berichtet, dass unter den Ass-Froster Besatzungstruppen jegliche Handlungsbeschränkungen aufgehoben worden sind. Königliche Konzessionen sind ebenfalls nicht länger notwendig, was das Leben in vielerlei Bereichen erleichtert. Es wirkt nicht so, als würde das Volk unter der Besatzung ausschließlich leiden. Ja, auch eine wichtige Information auf jeden Fall. Ass-Froster Truppen in der Königsstadt. Die Späher haben berichtet, dass sich sowohl in der Königsstadt als auch in Schloss Weißholm große Kontingente der schwarzen Eisen befinden sollen. Die Truppen im Schloss werden von niemand Geringeren als Generalin Avloras angeführt. An der Rückeroberung dürfte sich deshalb äußerst schwierig gestalten. Ja. Gut. Vielleicht fangen wir mit Erador an, dessen Meinung noch offen ist. Da haben wir vielleicht ganz gute Karten. Niemand wird mit der Zerstörung des Staudamms rechnen. Die feindlichen Truppen würden sicherlich in den Fluten untergehen. Aber auch der direkte Anschlag auf die Besatzer und die Zerstörung der Brücke haben ihre Vorteile. Sollten wir uns für die besten Siegeschancen entscheiden oder andere Vorteile berücksichtigen? Wirkt aufgeschlossen, lässt sich vermutlich beeinflussen, wirkt aufgeschlossen. Okay.
Lässt sich vermutlich beeinflussen, ist wahrscheinlich eine Stufe drüber, nehme ich an. Aber das mache ich natürlich nicht. Wir sollten ins Schloss eindringen und Azeroths Kommandanten ausschalten, würde ich sagen. Du stimmst also Prinz Rolands Plan zu. Könntest du mir deine Gründe nennen? Okay, das Eindringen ins Schloss zeigt Prinz Rolands Entschlossenheit. Als sein Vasall möchte ich dies unterstützen. Oder die Azerothster Kriegsflotte stellt eine große Bedrohung für uns dar. Wir sollten sie auch für zukünftige Kämpfe vernichten. Ist auf jeden Fall ein besseres Argument, auch wenn das obere vielleicht bei Erador besser ziehen würde wieder. Das muss man immer so ein bisschen abwägen, glaube ich. Aber eigentlich ist es ein total dummes Argument, das obere meiner Meinung nach. Das untere, das kann man logisch verargumentieren. Du denkst also bereits jetzt an die Entscheidungsschlachten gegen Azeroth. Da das Herzogtum stromaufwärts liegt, ist diese Flotte für sie besonders wichtig. Ihre Zerstörung würde nicht nur eine Flucht verhindern, sondern auch die Möglichkeiten von Azeroth deutlich einschränken. Ich sehe, du beziehst die Zukunft in deine Betrachtung mit ein. Dank dir verstehe ich jetzt, dass Rolands Plan mehr Vorteile hat, als ich dachte. Ah, okay, das war tatsächlich auch nur eine Box, die wir hatten. Okay, das ist schon mal ganz gut. My lord. Verhandlungen würden unseren Gegnern nur Zeit verschaffen und die Geheimpassage würde höchstwahrscheinlich bereits von Cordelia verraten. Durch die Vernichtung des Staudamms der Telior würden wir unserem Feind einen schweren Schlag versetzen. Oh, wirkt sehr überzeugt da unten. Guckt mal, das ist doch gut. Wir sollten das Schloss eindringen und Azeroths Kommandanten ausschalten. Wenn wir aber mit dem Elfric den Staudamm der Telior vernichten, würden wir unserem Feind einen schweren Schlag versetzen. Okay, lass mal sehen. Auch wenn das Herzogtum um die Geheimpassage weiß, so werden sie doch nicht damit rechnen, dass jemand sie nutzt. Weiß nicht. Die Geheimpassage ist nur Mitgliedern der Königsfamilie bekannt. Fräulein Cordelia würde sie nie verraten. Oder Azeroth nutzt seine Kriegsschiffe für Truppen und Warentransporte. Auch für zukünftige Konflikte möchte ich sie vernichten. Ja, definitiv ein gutes Argument. Das hier ist halt, finde ich, Schwachsinn mit der Geheimpassage, die nur Mitglieder der Königsfamilie bekannt ist, weil wir haben sie schon mal genutzt, also müsste eigentlich Azeroth wissen, okay, irgendwie sind die schon mal von außen reingekommen, es muss also eine Geheimpassage geben, die sind ja auch nicht blöd. Ich denke schon, dass die auch Spione haben und so und sicherlich auch, ich meine, solange wie die jetzt das besetzt haben, ich denke, du suchst schon auch bewusst nach Geheimpassagen, um eben genau so ein geheimes Eindringen dann zu verhindern. Also es wäre dumm, wenn man es nicht machen würde. Deswegen, ich schätze die Chance schon recht hoch ein, dass der Feind Bescheid weiß über eine Geheimpassage nach all der Zeit. Ich würde das untere definitiv nehmen, das kann man gut verargumentieren. Interesting indeed. Ja, die Kriegsschiffe stellen eine große Gefahr für uns dar. Das Herzogtum ist in der maritimen Kriegsführung versiert. Auch wenn mein Plan erfolgreich verläuft, könnten die Schiffe für eine erfolgreiche Flucht des Feindes sorgen. Wir müssen sie erledigen, solange wir die Chance dazu haben. Ich muss eurer Meinung in gewisser Weise beipflichten. Um unseren Plan zu perfektionieren, sollten wir ihn von allen Seiten beleuchten. Ich möchte noch mehr von eurer Sichtweise erfahren. Okay, sehen wir mal. Mit Rolands Plan können wir eine lange Schlacht vermeiden und die Verluste unter den Bürgern gering halten. Brauchen wir zu lange, wird Fräulein Cordelia als Geisel benutzt. Im Schloss selbst können wir sie retten. Auch ein interessantes Argument. Wir müssen die königliche Hauptstadt und das Schloss unversehrt zurückerobern und den Namen unseres Hauses nicht zu besudeln. Das ist Quatsch. Aber das mit der Geisel ist auch nicht schlecht, ja, das gefällt mir. Ich glaube, die Verluste werden durch die moralische Entscheidung eher am niedrigsten gehalten, aber das nimmt sich, glaube ich, auch nicht viel. Aber ich denke, das ist kein schlechtes Argument sogar, ja. So sind wir da zumindest schon mal einen Schritt voraus. Die Rettung Fräulein Cordelias ist für Prinz Roland und das Königreich von äußerster Bedeutung. Wenn wir aber für ihre Rettung den Sieg aus den Augen verlieren, könnten wir besiegt werden. Bitte vergesst unser Endziel nicht. Wir müssen das Königreich dem eisernen Griff Azeroth entreißen. Ihr habt einiges zum Bedenken gegeben, okay. Ich denke mal, wir haben ihn nicht überzeugt. War wohl bei ihm speziell jetzt wieder die falsche Antwort. Aber gut. Aber ich finde, das stimmt schon auch. Ich meine, was machen wir dann? Ich meine, nehmen wir das Opfer einfach in Kauf oder was? Ja gut, weil wir schon einen Prinzen dabei haben, ne? Wenn man es jetzt rein so betrachtet. Ist zwar fies, aber das stimmt sogar. Wir haben ja eh quasi einen vom Adelshaus noch auf unserer Seite direkt. Das heißt, Cordelias Opfer ist tatsächlich relativ irrelevant, ganz trocken betrachtet, was die Führung des Landes betrifft. Yes, sir. Der Feind weiß möglicherweise bereits um die Geheimpassage. Die Vernichtung des Staudamms hingegen würde sie unvorbereitet treffen.
Wir müssen bereit sein, große Opfer zu erbringen, wenn wir die von einer großen Streitmacht beschützte Hauptstadt erobern wollen. Lässt sich vermutlich beeinflussen oder wirkt aufgeschlossen. Manchmal frage ich mich ja sogar, ich meine, angenommen wir haben schon eine Tendenz, dass wir eine Mehrheit auf Rot haben und wir haben hier aber Antworten, die es leichter beeinflussen lassen, dann könnte man das quasi auch tatsächlich so nutzen, dass man halt damit spielt, wenn man hier eine höhere Chance hat zu überzeugen, dass man jemanden bewusst auf was anderes lockt. Einfach nur, dass man da quasi eine Stimme weniger hat. Ist zwar vielleicht auch fies, aber so kann man das eventuell auch gestalten, ne? Aber egal. Stimmt, ihr Prinz Rolands Plan zu für Serenoa. Was ist, wenn der Feind ihn bereits durchschaut hat? Okay. Nur die Königsfamilie weiß um die Geheimpassage. Das ist immer noch ein Quatsch, finde ich. Wie gesagt, genug Zeit hatten die sowieso. Die königliche Hauptstadt würde durch die Fluten großen Schaden erleiden. Für die Bürger wäre es das Beste, wenn wir uns ins Schloss schleichen. Dafür brauche ich auch deine Hilfe. Die Truppen unseres Feindes sind auf das Gebiet außerhalb des Schlosses konzentriert. Im Inneren könnten wir vorteilhaft kämpfen. Ist das so? Ich dachte ja hauptsächlich im Schloss sind viele Truppen, oder nicht? Nimm mal das hier. Ja, die Schäden werden immens. Wenn ihr es befehlt, werde ich an eurer Seite stehen und kämpfen. In that case. Wenn wir allerdings nicht den Sieg davon tragen, wird das Leid der Bürger weitergehen. Wichtig ist, das Herzogtum zu besiegen. Wenn eine Strategie den sicheren Sieg bringen würde, sollten wir sie auf jeden Fall in Betracht ziehen. Trotz vieler Bedenken hat die Nutzung der Geheimpassage wohl ebenfalls ihren Wert. Wirkt nachdenklich, okay. Dann gucken wir mal. Yes? Benedikts Plan würde uns eindeutig einen Vorteil verschaffen, aber das Opfer wäre zu groß. Prinz Rolands Plan hingegen ist ein großes Risiko. Vielleicht bin ich zu naiv, doch ich halte Federikas Vorschlag für die beste Lösung. Sollte zumindest zuhören oder wirkt aufgeschlossen, kann man auf jeden Fall machen. Für Serenoa unterstützt Prinz Rolands Plan, nicht wahr? Was sind eure Beweggründe? Okay, wir können den Gegner unvorbereitet antreffen und möglicherweise Fräulein Cordelia retten. Mit Prinz Rolands Plan bleibt die königliche Hauptstadt verschont. Wir können den Bürgern unsere Güte zeigen. Esfrost nutzt seine Kriegsschiffe für Truppen- und Warentransporte. Auch für zukünftige Konflikte möchte ich es vernichten. Ich glaube, bei ihr passt das hier am besten. Possibly. Richtig, nur bei Prinz Rolands Plan würde der Kampf auf das Schlossinnere beschränkt und die Hauptstadt nicht zum Schlachtfeld machen. Ein Sieg über Esfrost mit unversehrter Stadt würde uns die Unterstützung und Verehrung der Bürger einbringen. Sollte der Plan aber fehlschlagen, sind wir alle den Tod geweiht. Prinz Rolands Strategie ist doch eine Überlegung wert. Wie ist bei dir hier? Serenoa. Ein Land ist nichts ohne seine Bürger. Wir dürfen sie nicht mit einer Überflutung weiter peinigen. Lieber sollten wir durch die Zerstörung der Brücke das Schloss isolieren und die Opfer unter den Bürgern gering halten. Vermutlich aussichtslos, ist ein Versuch wert. Na gut, okay. Bevorzugt zu Prinz Rolands Plan, Serenoa. Mit Rolands Plan kann Haus Wolford allein für die Rückeroberung sorgen. Die Infiltration über die Geheimpassage hat bereits früher einmal funktioniert. Das sollte auch diesmal klappen. Bei deinem Plan könnte sich die Angelegenheit in die Länge ziehen. Schließlich bewacht Generalin Avloras das Schloss. Ich finde das alles schlechte Argumente. Ich nehme jetzt mal das untere. Surely. Ja, Generalin Avloras ist ein würdiger Gegner. Auch wenn wir das Schloss umstellen, wird sie uns das Leben schwer machen. Sie wird sicherlich unerwartete Gegenmaßnahmen ergreifen. Es dürften keine leichten Verhandlungen werden, wenn das denn soweit kommt. Es stimmt, je länger der Kampf dauert, desto mehr leiden die Bürger. Es wäre vielleicht besser, die Sache mit einem Schlag zu beenden. Ich bin froh, dass wir reden konnten. Jetzt weiß ich, wie du über die Sache denkst. Okay. Wir reden trotzdem auch nochmal mit den anderen hier. Wir sollten diese Thronräuber aus Esfrost mit eigenen Händen vertreiben. Rolands Plan zeigt seine Entschlossenheit. Als Mitglied seiner Leibwache stimme ich natürlich mit ihm überein. Sehr gut, okay. Was wird das den Bürgern, wenn wir den Staudamm vernichten? Und Federikas Plan hängt zu sehr vom Verhalten unserer Gegner ab. Wenn wir heimlich im Schloss ihre Kommandanten ausschalten, ist der Sieg unser. Nur Cordelia und ich kennen die Geheimpassage hinein. Okay, ja, genau. Ich hatte mich bei meinem einen Händler schon eingedeckt, also wir müssen da nicht unbedingt noch was machen. Ich könnte zwar noch viel mehr bei ihm kaufen, aber ich habe keinen Bock, lang zu farmen. Ich mag das nicht. Und dementsprechend machen wir direkt weiter. Und so Flächensteine können wir inzwischen ja sogar über eine Karte farmen, falls wir es wirklich brauchen. Also, los geht's, Leute. In which strategy do we entrust the future of Glenbrock? Approach the scales of conviction with your token at the ready. Bin hochgespannt.
On this, I cannot be swayed. Ja, ja, natürlich, Benedikt. I will put my faith in you. Yes! Federica haben wir überzeugt, das ist schön. I agree wholeheartedly. Ah, auch das hat funktioniert. Sehr gut, dann sollten wir eigentlich schon auf der sicheren Seite sein, oder? Ja. I agree. Ah, das sieht doch sehr gut aus. Nur Benedikt, ne? Das ist wieder das gleiche wie immer. Mal gucken, was Erador macht. I'm with you. Ich bin deiner Meinung, Junge. Jawohl, das sieht doch sehr gut aus. Benedikt, Mann, was ist denn los? Kannst du mal nicht von deiner Meinung hier abweichen? The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Das ist wahrscheinlich jetzt eine Stimme woanders, oder? Sonst alles auf Rot, so wie das klang. Oh, come on, Benedikt, wirklich. Mensch, Benedikt, was machst du denn? Du bist dieser eine Typ, der immer seine Meinung vertritt, unbedingt. Der sich einfach nicht überzeugen lassen möchte. Ach ja. The way forward is decided. We infiltrate the castle via the hidden passage and take the enemy by surprise. Mir gefällt der Plan. Klingt super. Benedikt. Obwohl er trotzdem ein guter Charakter ist, muss man wirklich sagen. Ich finde ihn gut geschrieben bisher. Aber er ist sehr stur. You will steal into the castle and defeat their commanding officers. I see. So Wolfort chooses to walk a wicked path. That makes you no different than S-Frost. Tja, und das sind Worte, ey. Wir sind Verbündete, Mann. Dann sagst du sowas. Was stimmt nicht mit dir, Mann? Willst du jetzt gleich, dass eine heiße Diskussion brennt hier? Meine Güte. We do not regret the choice we have made. Then it is time to see it done. It may very well be our best chance at victory. I must return to Hysant and see Minister Camsell. Next we meet, you will have both of our armies at your backs. Und weißt du, er ist überhaupt nicht jemand, der mit List und Tücke agiert. Nein, niemals. Haben wir auch noch gar nicht erlebt. You have my thanks. We cannot afford to lose this fight. For Norzelia. I thought this battle was for Glenbrock. This is not a simple struggle for power, Minister Serenoa. The goddess, the source, iron? The war of 30 years ago comes back to haunt us because the old cling to relics of the past. Norzelia needs to be born anew. Right now, the people of every nation are searching for a young standard-bearer to guide them. A standard bearer? Yes, people like you and me. This war is a fine opportunity for us to show our worth to Norzelia. Okay. Dieses Lachen macht das Ganze irgendwie auf einmal sehr verdächtig. Schlag doch ersehnte Stund. So. Geht natürlich prompt weiter. Wagen wir unseren Überraschungsangriff. House Wolfort and Hysant join forces and begin planning Glenbrook's recapture. But with the Norzelia River and the Esfrosti armies in their way, retaking the capital will be no easy feat. Roland proposes they infiltrate Whiteholm Castle and take out the enemy commanders. Though a risky gambit, it is well worth it if they can destroy them all in one fell swoop. Serenoa and the others agree to the plan. In support of House Wolfort, Hysant's great army marches forth for the first time since the Salt Iron War. Jawohl, Akt 2. Zeit des Abschieds. Los geht's. Prince Roland,
There's something I'd like to ask you before our mission. Then ask it. Why do you really want to infiltrate Whiteholm Castle? To prevent needless harm to the capital, of course. And to exact revenge with my own hands. Is that it? Roland, you know you can confide in me. I want to save Cordelia. She's bound to get caught up in the violence if we launch a full-scale attack. But if we can sneak into the castle, we might be able to get her out. I know this is a war to reclaim our kingdom, but I cannot rid myself of such selfish desires. Contemptuous, is it not? I understand the burden of leadership. Perhaps it would be easier if we could but purge ourselves of our hearts. But as your vassal, nay, as your friend, I would not want the company of one so void of emotion. We will save Queen Cordelia. Together. My friend, I cannot thank you enough. Schön. Und das mit Cordelia, das kann man ja auch voll verstehen, ganz im Ernst. Oh mein Gott, 5 Charakterepisoden, alles klar. Ich glaube, da werden wir gut beschäftigt sein, bevor es richtig losgeht. Okay. Anna sondiert Schloss Weißholm. Im Hafen erregt ein Kriegsschiff ihre Aufmerksamkeit. Das sehen wir uns aber als erst an. Ob wir wieder neue Charaktere bekommen, ja, bei 5 Episoden. Das ist nur Nebenhandlung, ich bin gespannt. Ist das Kriegsschiff hier? There's but a single longship docked? It would take one blast crystal to destroy, and their escape route with it. Sie ist schon krass, was sie alles drauf hat hier, Wahnsinn. Heard Hyzant's sending a massive army. Are we gonna be alright without the Archduke? I wouldn't worry. Not with General Avlora on our side. Her I trust. Thalas and Erica, on the other hand, huh. Shh. Not so loud. Who knows what they'd do to you if they heard that? Oh Mann, ey. Natürlich sind die auch unter den einfachen Soldaten verhasst, wundert mich nicht. So Gustadov isn't here, but Avlora, Thalas, and Erica are. Ich hoffe, wir können Thalas und Erika erledigen, das wäre so cool. Bei Avlora bin ich mir nicht sicher, eigentlich scheint die ja sehr vernünftig zu sein sogar. Okay, Leute, jetzt gucken wir mal, was haben meine Charakterepisoden. Hossabra, Lionel, Jens, Archibald und Medina. Okay, es sind tatsächlich nur Supports so gesehen, okay. Auf Rolands Vorschlag soll das Aesfroster Kriegsschiff gesprengt werden. Da machen wir jetzt aber erstmal weiter. Minister Serenoa, Minister Camsell and myself have brought what troops we could muster. I am grateful for the reinforcements. As you should be. Hyzant hasn't mobilized this large of a force in 30 years. There's no need for delicacy with this many soldiers at your disposal. We could fell the enemy with a frontal assault. Was für eine dumme Ansicht, ganz im Ernst. Nur weil du eine riesige Armee hast. Also da brauchst du selbstverständlich noch Taktik. Though it seems you have some other ideas in mind. We do. The city and its people will suffer greatly should we brute force our way in. Instead, we will infiltrate Whiteholm and take out the Asfrosti commanding officers. And how do you plan to do that? Via some secret passage none but you are aware of?
Just so. The same way we snuck into the castle when the capital fell. An effective strategy, I'm sure, though recent intelligence suggests Gustadolf has returned to his homeland. In which case we shall target Prime Minister Thalas in Erica, and General Avlora. We'll have Milo destroy their ship with the blast crystal to prevent them from escaping. What a devious trick. My favorite kind. The castle will be easy to take with those three disposed of. Very well then. We shall do it your way. We would like the two of you to distract the Asfrosti forces with your armies. When their attention shifts to the front, we will slip into the castle. Very well. May fortune smile upon us all. Na, geht direkt weiter. Hyzant's forces have entered Castle Wolfort. It won't be long until House Wolfort makes their move. Meaning they're coming here. It's hard to believe they'll soon be in the capital again. My queen, I must advise against considering them allies. Lord Serenoa is now one of Hyzant's saintly 7. Not to mention they're raising arms against the seat of their former sovereign. They want justice. They want the royal blood that runs through your veins. Okay, so ein Quatsch. So you think they seek to make a puppet of me as well? I do. But you needn't worry. They will not breach this castle so long as I protect it. Indeed. A battle is upon us, but fear not. I shall protect you. General Avlora speaks true. Yet I still want to believe in House Wolfort. Brother, give me strength. Okay. Hyzant and Wolfort begin to put their strategies into action. To draw the eye of the Asfrosti forces, the Hyzantian army encircles the crown city of Glenbrock. Meanwhile, Serenoa and his retinue, Elfric in hand, will steal into Whiteholm Castle. Mal sehen, ob der Feind die Taktik durchschaut und den geheimen Weg im Überblick hat. Hyzant's forces are on the move! They're coming for the capital! To your stations! Okay, hat anscheinend funktioniert. Minister Exham's created quite the distraction for us. Let's make for the harbor first. Anna says there's only one longship there. We can use the blast crystal to sink it and cut off their retreat. Ich dachte eigentlich eher, dass wir ins Schloss gehen und halt Milo irgendwie das macht. Außerdem wäre es nicht klüger, wenn sie das dann im Anschluss quasi macht, ne? Also wenn die dann auf der Flucht sind, dass erst dann das Schiff in die Luft gesprengt wird. Aber mal sehen. Okay, wir können erkunden. Serenoa und seine Gefährten infiltrieren den Hafen von Wolfort, um das Kriegsschiff aus Asfrost in die Luft zu sprengen. Könnt ihr gerne machen. Ich würde jetzt tatsächlich aber sagen, wir machen hier noch ein bisschen weiter. Mit ein paar Nebenepisoden. Ah, that's the good stuff. Ain't no one can pour a pint like you. I take coin for drink, not compliments. It's hard enough to keep this place running on my own as it is. Need me to lend a hand? Thought you'd never ask. You can start by washing the dishes, then restocking our foodstuffs, fixing up that wobbly table, and... Aye, leave it to me. Ha! A
I'm only playing. I'd never put a paying customer to labor. But that's an awful lot of work for any one person. Ever give thought to finding someone with whom you might share the burden? You can stop right there. The last thing I need is anyone else complicating my life. Sounds like you're speaking from experience. I had myself a someone once, you know? Special like. Till he left me for a specialer someone. Raised my son Theo all by myself after that. He'd be a man grown now, if the war hadn't taken him. Forgive me, Hossabra. Didn't mean to go drudging up painful memories. No need for apologies. I don't know anyone who doesn't have a thing or two in their past that haunts them. In truth, I'm more exhausted than anything. Must be the years taking their toll. Ain't got nothing to do with age, and everything to do with the hardships you've overcome. Oh, das ist irgendwie schön gemacht. Das ist für dich eine sehr einfühlsame Wortwahl, muss man sagen. Das ist ganz schön. More impressive than an old soldier drowning his sorrows in mead. What kind of barkeep am I, letting my poor patron wallow? Sometimes wallowing's good for the soul. Come on, have a round with me. My treat. Took you long enough to make the offer. Now, what shall we toast to? How about to your son? To Theo. Oh, auch wieder sehr gut gemacht, fand ich. Mal erfahren, dass sie einen Sohn hat, ne, dem Krieg umgekommen ist, der Theo hier. Das sind die realen Situationen in dieser Welt. Ja, ich weiß nicht, Lionel ist bestimmt eher langweilig. Ich mag ihn halt nicht. Ich meine, er ist ein typischer, schwieriger Händler, ganz im Ernst. Der will einfach möglichst viel verdienen und gut ist. Hail and well met, my good fellow. Lionel greets you most heartily. Ah, Clara spoke of you. Lionel, you say? Der Salzbeauftragte, das ist auch schön. Das kann man ganz gut synonym nehmen für einen Moderator in einem Chat, finde ich. Das ist der Salzbeauftragte. Ist doch schön, oder? The very same, and in a position of privilege for which he is most grateful. A privilege that he would be most happy to share with the consortium, that it might prove to our mutual benefit. Oh, a fellow man with an eye for profit, I see. What privilege have you brought me today? A worldly fellow such as yourself has doubtless heard rumors of Hyzant's clandestine research projects, yes? Indeed I have. Developing weapons of devastating power, unlocking the secrets of eternal life. What if Lionel were to tell you that Hyzant has in fact created an elixir that offers everlasting youth? I would be intrigued, and then I'd ask you how you could possibly know such a thing. It's a simple matter of logic. Think. Why would Hyzant hide the existence of so wondrous a panacea? I suppose they'd want to keep such power to them and theirs. Just so. The only thing kings and nobles covet more than salt is life itself. My lord is no exception. What are you saying? That those you serve have procured this miracle drug? Lionel has found himself welcome within nobility's most inner circles, he is proud to say, and privy to their secret conversations. He also finds himself in possession of a certain medicine, a medicine he would be happy to part with a share of, for the right price. A price I'd be more than willing to pay for such an incredible elixir. Do tell me, what exactly does it do? What doesn't it do? Its imbiber is blessed with
unyielding vigor, unflagging stamina, and unmitigated vitality. Demand has proven so overwhelming that Lionel cannot hope to deliver the goods all on his own. He would be willing to share his profits with the right partner, however. If you've won the noble's trust, then I see no reason to hesitate in helping you take some of their coin. Very well. Let me see the goods. Oh Mann, ey. Was hat er dann? Schlangenöl oder was? Naja, wie halt Lionel so ist. Aha, geht sogar noch weiter. That makes 10. Who put their lust for coin before their capacity for reason. This is almost too easy. With a few rumors and a respected name at his disposal, Lionel could sell these gullible fools their own shoes, so they're welcome to help themselves to this purgative. And if one or two of them is remarkably long-lived, then all the better for Lionel. And are you content to make your fortune on the backs of fools? Yeah, you? How long have you been there? Since the morning, on Benedict's orders. Your overseer is too kind. However, you may return and inform him that Lionel needs no protection. His work to bring fortune to House Wolfort requires the utmost concentration, and the presence of others can prove an unnecessary distraction. Oh Mann, dieser Typ. Wie unsympathisch, fürchterlich. Naja, wie auch immer. Machen wir weiter mit dem Jens. Jens hat ein Buch, okay. That tome is an apprentice's resource, if I'm not mistaken. Are you studying ironworking? Yes, I borrowed it some time ago from the archives in the Grand Duchy of Esfrost. I haven't had a chance to return it, what with the state of affairs being as it is. Ian's? I can't remember the last time you privileged us with a visit. Well, my weapons aren't going to forge themselves. But now that I've a respite from my days of sweat and flame, I thought I'd continue my studies. You hunger for knowledge the way a fire hungers for kindling. I'd never have become the blacksmith I am if not for what I gleaned from these tomes. If it takes a lifetime of studying and striving to forge the perfect weapon, then so be it. One day, all will know the name of Ian's, the greatest smithy the realm has ever seen. That is all well and good, but would you mind proclaiming that a little more quietly? Yes, apologies. In my excitement, I quite forgot I was in a library. I must say, I can't help but admire your burning ambition. But while we're speaking in hushed tones, our army has been anything but quiet as of late. You forge weapons for them, yes? Might you have any insight into the matter? I wish I did, but I have scant time for the goings-on outside my own small forge. Though, now that you mention it, my orders from the army have increased. Could it be that they're preparing for war? As if a war could break out on the eve of our three nations' grand new venture. Indeed. That would be unthinkable. Oh Mann. Unbeschwerte Zeit damals. Esfrost's sudden attack on Glenbrock confirmed my worst fears. And once the war started, I could forget about returning this book. But I still hope to.
One day, when peace has returned to our realm. I hope you will fight by my side till it does. Without hesitation, my lord. Sehr schön, ein entschlossener Schmied. Aber er ist sehr situationsbedingt nur nutzbar. Würde ich in der Tierlist bisher eher niedriger einstufen zum Beispiel. Aber auf manchen Karten wiederum ist er dann sehr nützlich, ne? Aber mit Medina weiter. By the goddess, if it isn't my savior, I am truly in your debt. I remember you. I treated you at the ministry that day. I feared it was the end, but thanks to you, I yet live. I was not alone in treating you. And I am happy to see you well. I hear tell the infirmary was overwhelmed that day. How fortunate the other man was a Rosellen. Never have I felt more blessed to belong to the goddess's flock. Praise be the goddess. May her blessings rain upon you. Oh, Mann. I do not mean to pry, but was that... Yes. It is he who survived, at the expense of the Rosellan man's life. Had we treated the Rosellan first, we might have saved them both. But I could not find the courage to disobey orders. And, in the eyes of the faithful, you acted in accordance with the goddess's teachings. Denying medical treatment to non-believers is certainly one way for the Holy One to breed loyalty amongst Hyzant's subjects. Be that as it may, if only I'd had the courage of my convictions. The courage to give both their lives equal weight. It is hard for one drop to alter the current. So it is. Nevertheless, I wish to try. Und das ist auch gut so, dass sie ihr Bestes gibt. Ihren Überzeugungen folgt. Na gut, Archibald hat noch was zu erzählen zum Salzeisenkrieg, Leute, also hört den alten Opa mal zu hier. Jetzt kommt der Archibald und erzählt uns Geschichten. Master Archibald, is there something on your mind? Goddess be good. I must be getting on in years for you to be able to sneak up on me like that. What troubles you? I was only reminiscing. Indeed, days like these tend to blow my mind back a couple of decades or more. Reminiscing about what? The Salt Iron War. Hard to believe it's been 30 whole years. Some days I almost forget my time as one of the Saintly Seven. I defended the Citadel of Sand through the conflict. I was there when Esfrost attacked. A number of Rosellan prisoners who tried to escape the source were there too. Including Our Lady Frederica's dear mother. What's this? She stayed behind all by herself to help the countless numbers of her fellow Roselle flee. That's how she was captured. But I knew we couldn't hold the Citadel. So I helped her and her friends escape in secret before the enemy attacked. The wind blew just as hard that night as it's blowing now. I'll never forget watching the Roselle, caked all over in mud as they slipped away into the dark. So you didn't want innocents to get caught up in the coming battle? It never settled right with me. The way the goddess's teachings permitted abuse of the Roselle for the supposed sins of their past. A person's life isn't worth more or less just because of the conditions of their birth. But more than anything, I was moved by the selfless acts of Lady Frederica's mother.
She reminded me of what I had once aspired to be. She was able to do what I never could. Risk her life to save her friends. I couldn't let someone like that die. Not on my watch. It wasn't long until the other saintly 7 discovered what I'd done. They branded me a traitor, stripped me of my title, and sentenced me to death. Of course, I slipped out of their clutches before they could have my head. I wandered for a while before taking up life as a merchant under the King of Glenbrock's patronage. I never knew you and Lady Frederica's mother shared such a past. Well, it is in the past. Anyway, let us return. This cold night wind is making my old bones ache something fierce. Spannender Charakter, muss man sagen, auch wieder, ja. Coole Geschichte auf jeden Fall, die er da erzählt hat. Wäre natürlich mit Rückblende in dem Fall mal ganz cool gewesen, vielleicht Federicas Mutter dann auch zu sehen. Aber naja. Gut, okay, da haben wir das jetzt soweit gemacht. Hat auch wunderbar gepasst. Dann können wir beim nächsten Mal erkunden. Sehen wir mal, wie lange das dauert. Eine Übungsschlacht ist ja auch noch offen. Aber alsbald wird hier der Konflikt in Weißholm brennen. Gucken wir mal, dass unser Plan gut aufgeht. Reingeschlichen haben wir uns anscheinend ja schon erfolgreich. Das ist schon mal gut. Bis bald, Leute.